Vor einiger Zeit hatte ich euch ein paar alte Fotos der Straßenbahnstrecke durch die Wiederitscher Straße in Leipzig gezeigt und weil das Video ziemlich gut ankam, gibt es heute eine Fortsetzung. Die Bilder stehen diesmal aber nicht in einem thematischen Zusammenhang, sondern sollen einfach zeigen, wie sich Leipzig und die Leipziger Straßenbahn im Laufe der Jahre verändert haben. Ich mache es diesmal so, ich zeige erst das Foto und wer selbst rätseln möchte, kann das Video pausieren, bevor ich euch zeige, wo die Aufnahme entstand und wie es dort heute aussieht. Den Anfang macht dieses Foto und es ist recht einfach, den Aufnahmeort herauszufinden. Er steht ja mitten im Bild. Nur wenige Tage vor der großen Netzreform 2001 steht ein modernisierter Tatra-Großzug auf der Linie 5 an der Haltestelle Bayerischer Platz. Die Linie 5 fuhr damals von Lößnich über die Arthur-Hoffmann-Straße zum Bayerischen Platz und weiter über Wilhelm-Leuschner-Platz nach Miltitz. Die zwei Triebwagen sind im bis heute bei Tatra-Wagen aktuellen Farbschema lackiert, während der Beiwagen noch die ältere Farbvariante trägt. Triebwagen 2145 trägt an der Rambode zwei dunkelblaue Fähnchen, die auf das bald umgesetzte neue Netz aufmerksam machen. Mit dieser Netzreform verschwand auch die Linie 5 und die Liniennummer wurde seitdem nicht wieder vergeben. Interessant ist auch die Haltestelle selbst. 2001 lag diese noch in der Windmühlenstraße nordwestlich des großen Knotenpunkts. 2013, mit der Inbetriebnahme des neuen mitteldeutschen S-Bahn-Netzes, wurde die Haltestelle aus der Windmühlenstraße heraus auf die anderen Seiten des Platzes in die Straße des 18. Oktober und in die Arthur-Hoffmann-Straße verlegt. Damit sollten die Umsteigewege zur S-Bahn verkürzt werden. Gleichzeitig wurde die Haltestelle in Bayerischer Bahnhof umbenannt. Die Bahnsteige der alten Haltestelle sind nach wie vor vorhanden, aber abgesperrt. Daher ist die Vergleichsaufnahme aus einem etwas anderen Winkel vom Straßenrand aus gemacht. Davon abgesehen hat sich verhältnismäßig wenig verändert. Ein grundhafter Ausbau des Platzes ist schon seit längerem geplant, wird aber wahrscheinlich erst in den 30er Jahren passieren. Das nächste Bild wird bestimmt einigen Zuschauern irgendwie bekannt vorkommen. Im März 2001 erreicht ein nicht modernisierter Tatra-Großzug die Haltestelle Sportforum, wiederum auf Linie 5 Richtung Miltitz. Alle drei Wagen tragen die klassische Lackierung in Elfenbein mit blauem Zierstreifen, der Beiwagen zudem eine Werbung für eine sächsische Biermarke. Vom Waldplatz kommend nähert sich eine Tatra-Doppeltraktion auf der Linie 15 und im Hintergrund steht eine weitere Tatra-Garnitur mit einem der damals noch brandneuen Niederflurbeiwagen. Interessant ist auch die alte Wartehalle mit dem großen elektrischen Anschlusskasten. Das gesamte Umfeld hat sich im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 stark verändert. Die Haltestelle wurde nun in beiden Richtungen auf die westliche Seite des Überwegs zur Festwiese verlegt, aber die markanteste Veränderung ist die neue Unterführung unter der neu errichteten Kreuzung von Jahnallee, Marschner Straße und der Straße am Sportforum, die hier der NGT 12 mit der Nummer 1209 gerade unterquert hat. Dieses Bild ist noch nicht ganz so alt, aber bestimmt nicht so einfach zu lokalisieren. Recht kurzlebig war die Linie 18, die im Zuge des neuen Netzes 2001 als Verbindung zwischen Taucha und Sommerfeld im Leipziger Osten eingerichtet wurde. Eingesetzt wurden meist einzeln fahrende Tatra-Triebwagen, die im Stundentakt bzw. zu den Spitzenzeiten im Halbstundentakt fuhren. Schon zum Jahresende 2005 wurde die Linie wieder eingestellt. Aufgenommen wurde das Bild an der Haltestelle Permoser Straße, Paunsdorfer Allee. In den 90er Jahren sollte hier ein großes Wohngebiet entstehen, das durch die Haltestelle bedient werden sollte. Dieses wurde jedoch bis heute nicht gebaut, auch wenn entsprechende Pläne immer wieder geäußert werden. So sorgt bis heute das Paunsdorf Center südlich der Permoser Straße für den größten Teil des Fahrgastaufkommens. Deshalb wurde die Haltestelle im Sommer 2010 auf die Südseite der Kreuzung und somit näher an den Eingang des Einkaufscenters verlegt. Die alte Haltestelle wurde komplett zurückgebaut. An ihrem alten Standort ist im hohen Gras heute kaum noch etwas davon auszumachen.
Mit dem letzten Bild für heute gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Diese Mondlandschaft gehört zum südlichen Ende der Mockauer Straße im Leipziger Norden. Im September 2000 wurde dieser Bereich einem umfangreichen Umbau unterzogen, um den im Hintergrund sichtbaren Neubau der Berliner Brücke an das Straßen- und Gleisnetz anzubinden. Die Tatra-Doppeltraktion auf der Linie 17 ist gerade aus der Vollbedingstraße auf die Mockauer Straße eingebogen und wird nach weniger als 10 Minuten Fahrt die Endstelle Thekla erreichen. Die Linie 17 fuhr nur für eine kurze Zeit bis Thekla. Die andere Endstelle war Böhlitz-Ehrenberg und 2001 wurde sie hier durch die Linie 1 ersetzt und im Leipziger Westen durch die Linie 7. Heute hat sich diese Gegend sehr verändert. Dort, wo 2000 noch das Werbeschild für eine Wurstmarke auf einer Brachfläche stand, wurde mittlerweile ein Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Die Berliner Brücke ist zu einer wichtigen Verkehrsverbindung geworden und auf dem rechts am Bildrand zu erahnenden Bahngelände wurde der S-Bahn-Haltepunkt Leipzig Nord gebaut. Das war es dann für heute. Ich hoffe, die kleine Zeitreise hat euch gefallen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.